Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLUW. Heute habe ich für dich hier den Vasco. Wer ist der Vasco? Der Vasco ist Tätowierer und hat sich selbstständig gemacht und hat bewusst den Weg gewählt mit den Nadeln und nicht den easy peasy Weg. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat, wie das ist, sich selbstständig zu machen mit allen Höhen und allen Tiefen und hoffe, es ist für dich spannendes Zeug dabei, dass du etwas daraus lernen kannst und vielleicht sogar bald auch deinen eigenen Weg gehst. Hören wir doch am besten mal rein, was der Vasco zu erzählen hat. Ciao zusammen, ich bin der Vasco, die einen nennen mich Dias, ich bin 36 und Tätowierer und ich bin da, weil ich KLUW eine richtig geile Sache finde. Und wenn ihr von mir lernen könnt, von meinen Erlebnissen, dann teile ich sie sehr gerne mit euch. Vasco? Leute, wo schaue ich hin, will ich käme? Ich bin ultra nervös, ich bin ultra gehypt, es hat geklappt. So lange haben wir angefiebert, geschaut, gemacht, wie können wir es machen, dass die Aufnahme zustande kommt, weil ihr habt es im Intro schon gehört, der Vasco ist Tätowierer, sein Kalender ist voll, tak. Dass er die Zeit heute nimmt für mich, für die Aufnahme, zum euch, zum dir, sein Wissen zu teilen, schätze ich mega sehr. Plus, mal schauen, vielleicht ist schon da nach dieser Aufnahme noch ein bisschen mehr drauf. Ich bin gespannt. Hey Vasco, danke vielmals. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Hey Maui, zuerst mal herzlichen Dank, dass ich da sein darf in meinem eigenen Studio. Nein, herzlichen Dank, dass ich dich als Gast bei dir habe. Es ist mir außerordentliche Ehre, dass du interessiert bist an meiner Geschichte. Und ich denke, Geschichte ist das, was Menschen verbindet, oder? Und jetzt ist es so, dass ich deine Frage vergessen habe. Jetzt muss ich sie wieder mal stellen. Ich bin zu fest ausgeschweift. Wie geht's dir? Wie bist du in den Tag gestartet heute? Wir haben Top-Wetter. Ich habe Bock, ich bin ready. Hey, ich bin meinem Tag gestartet wie immer. Um 5 Uhr morgens hat der Wecker geschaltet, wie jeden Tag. Oh mein. 5 AM Club. Und ich bin recht nervös gewesen, weil mir das wichtig ist mit dir. Ich fühle mich, ich wiederhole mich zwar, aber mega geehrt, dass du mich für den Podcast möchtest. Und da bin ich. Und ich hau raus. Danke unverfälscht und vielmals. echt. Ja du, ich würde sagen, dann legen wir doch gerade los und machen dich ein bisschen nervös auf dem heißen Stuhl. Die Zeit läuft. Elektrischer Stuhl. Wir gehen rein. Vasco, du hast, wie sieht es, Fuß gefasst in der Kunstwelt. Als Tätowierer, was hat dich damals mal zu dem bewegt? Warum hast du gesagt, ich will das machen? Warum hast du nicht gesagt, hey, ich lasse mich einfach anstellen, komme jeden Monat mein Geld über und chillst? Warum hast du bewusst gesagt, hey, yo, ich will das selber machen, ich will mein eigener Chef sein? Warum? Oh, das wird ein langer Podcast. Nein, also ich versuche es kurz zu fassen. Es ist nicht einfach irgendwie nach 20 Jahren eine Idee, aha, ich will das, sondern es hat mit meiner ganzen Persönlichkeit zu tun. Ich bin ein Typ, der zu viel nachdenkt und sehr kreativ ist. Und ja, oft kommst du von der Welt gesagt über, hey, nein, das kannst du nicht, hey, du denkst zu gross und so, komm, träum weiter. Und im Zeichnen, auf dem Blatt Papier, kannst du zeichnen, was auch immer du möchtest. Dir ist als Kind keine Grenze gesetzt. Alles das, was du dir denken kannst, kannst du auch visuell kreieren. Und das ist für mich eine extreme Faszination gewesen. Vielleicht auch schon fast ein Zufluchtsort gewesen. Das Leben war nicht immer nur einfach gewesen. Und das Zeichnen ist für mich sogar sehr wichtig gewesen. Wenn ich da kurz nachhaken darf. Du sagst es gerade, zeichnen frei, du kannst machen, was du willst. Was gibt dir dort, oder was hat dir dort gleich so ein bisschen Grenzen gegeben? Was hat dafür gesorgt, dass du dich nicht verloren hast in dem? Im Zeichnen? Mhm. Ich habe mich drin verloren. Und das wirst du merken mit dem weiteren Verlauf meiner Story. Auf jeden Fall, ich fange mal mit der Geschichte fort. Ich glaube, es wird sich nachher von alleine erklären. Ich habe dann immer gemalt. Es hat dann in der Schule schon geheißen, hey Vasco, wir brauchen einen guten Flyer für die Silvesterparty.
du musst den Flyer zeichnen, habe ich gemacht. Jeder hat gewusst, damals bin ich ein kleiner Nerd gewesen, bin ich auch jetzt gewissermaßen. Ein kleiner, der kleine dicke Bub, der einfach gerne gezeichnet hat. Und das war meine erste grosse Liebe gewesen. Es ist schon fast mehr als eine Liebe gewesen. Es ist schon fast so eine Notwendigkeit in meinem Leben. Und es hat immer geheißen, hey, der Vasco kann gut zeichnen. Und dann habe ich Bilder gemalt auf Auftrag. Ich habe Leinwände gemalt, dann mit Acryl. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dann sind Kollegen zu mir gekommen, hey, kannst du mir das malen? Ich hätte gerne ein Tattoo, kannst du mir ein Tattoo designen? Weil der Tätowierer, der hat keine Zeit und so. Und so hat es dann angefangen. Und irgendwann hat es geheißen, warum tust du nicht selber tätowieren? Ich fand, ja, warum eigentlich nicht? Irgendwann 2011 hat es angefangen, habe ich einen Kollegen, der gesagt hat, Vasco, du wirst irgendwann tätowieren. Und ich möchte sicherstellen, dass ich das erste Tattoo von dir habe. So gut. Ich habe dann gefunden, auch noch mutig. Ja, ja. Hey, ich bin noch ready. Ich weiss gar nicht, ob ich das überhaupt möchte und so. Aber wäre schon noch cool zum Experimentieren. Aber ich bin sehr ein verantwortungsbewusster Mensch. Und ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe dann gemerkt, ja, Hygiene ist ein mega wichtiges Thema. Und damals hast du noch nicht so viele Informationen gehabt. Aktuell wirst du zugeschüttet mit Informationen. Damals habe ich irgendwo ein Video gesehen, aha, der hat da irgendwo ein Gefäß, der Tätowierer, auf dem Tisch. Was ist das für eine Flüssigkeit, die drin ist? Hey, da hast du wochenlang recherchiert, um das herauszufinden und warum das wichtig ist. Mittlerweile ist das alles viel einfacher, aber irgendwann nach 9 Monaten stand er und hat gesagt, so, und jetzt musst du bereit sein. Und ich so, ey, ich bin noch nicht ganz ready. Egal, hast du Equipment? Ja. Okay, machen wir. Und ich habe mich dann ein bisschen bedrängt gefühlt, aber ich habe dann gefunden, komm, wenn es nach mir geht, würde es wahrscheinlich noch Jahre gehen, bis ich mich ready fühle. Ja, dann haben wir das Tattoo gemacht, aber das waren noch alte Geräte. Es ist verhältnismäßig, damals bin ich hure stolz auf das Tattoo. Wenn ich es jetzt anschaue, denke ich so ein bisschen, okay. Aber nicht schlecht wie das erste. Ja. Wir hatten auch ganz andere Maschinen gehabt. Also das Tätowieren ist heute, ich würde sagen, 50% Tätowieren, 50% so alles andere, was dazugehört. Und damals war es vielleicht 25% Tätowieren, weil die Mechanik an sich viel komplexer war. Also nur schon zum die Maschine einstellen, teilweise sind die Nadeln selber gelötet worden und so weiter. Es war hochkomplex und um das nebenbei zu machen, das hat sich wie nicht gelohnt. Darum hat sich das ein bisschen verflogen und ich habe es nie richtig in Betracht gezogen, zum richtig Tätowierer zu werden. Ich muss da jetzt reingrätschen, weil ich merke, mein Arbeitsspeicher, die Frage, die muss ich jetzt stellen, weil ich bin immer noch am Anhängen vom einen, was du am Anfang gesagt hast, plus jetzt schon wieder neu. Du hast am Anfang gesagt, als Kind hat das schon angefangen. Malen, du hast mega gerne gezeichnet. Ein bisschen provokante Frage. Du kommst ja auch, ich traue mich jetzt das ganz schüch zu sagen, du bist schon ein bisschen älter wie ich. Dort mal. Junge, der tut gerne malen, zeichnen. Hat es da den einen oder anderen Spruch gegeben, Kommentar, hey, du bist kein Mädchen, da wird nicht gemalt. Ein Bub malt nicht. Bist du da in Kontakt gekommen mit dem oder gar nicht? Gar nicht groß. Also mein Vater ist schon ein typischer Mann, ja. alt, oder? Fußball, was? Du interessierst dich nicht für Fußball? Ja. Okay, und so. Du gehst nicht raus spielen. Meine Mami am Sonntag, mega schönes Wetter voraus im Sommer. Ich, Grossmünster am Zeichnen, Bachstein für Bachstein. Vielleicht habe ich autistische Züge, weiß nicht. Aber jedes einzelne fucking Bachstein, jeder Bachstein musste drauf sein. Sie sagen, hey, geh mal raus, mach mal etwas. Und ich so, hey, ich mache ja schon das, was ich gerne mache. Und für mich war es schon fast so ein Mass mit den anderen Kindern voraus zu spielen. Ich bin lieber für mich. Ich war mega introvertiert. Das würde man heute vielleicht auch nicht denken. Aber von dem her, es ist dann nicht viel passiert in die Richtung, dass man dann gefunden hat, hey, bist du eigentlich ein Mädchen oder so. Das nicht. Mega schön. Und der andere Punkt, den ich noch nachfragen möchte, ist, eben, du hast ja dann deinem Kollegen da sein erstes Tattoo da gestochen gehabt. Wenn du dich noch retour magst an den Prozess, ich könnte wetten, das behaupte ich jetzt einfach, du hast sicher eine Stimme in dir drin gehabt, die gesagt hat, hey, mach das lieber nicht. Das ist ein Tattoo, das bleibt viel. Was ist, wenn es ihm nicht gefällt? Was ist, wenn der mich nachher verklagt? Warum hast du es gleich gemacht?
Ich sage immer, warum bist du gleich gesprungen ab dem 3 Meter, obwohl du es noch nie gemacht hast? Du hast Angst, Schiss, getraust dich nicht, denkst, es kann da und da passieren. Warum hast du es gleich gemacht? Du hast mega gut verstanden, was meine Gedankengänge dazu waren. Du hast dich mega gut in diese Situation rein empfunden. Yes. Genau das war mein Problem. Ich hatte dann Angst, dass ein Tattoo ist ja für immer, gell? Das hast du für immer an der Haut. Und das war mein erster Versuch. Und schon damals hast du im Internet gesehen, was alles schieflaufen kann. Ich habe gewusst, ich habe eine mega grosse Verantwortung. Und er hat mir wie versichert, hey, egal, auch wenn es in die Hose geht, ich möchte das. Und ich habe dann gefunden, hey, wenn er so crazy ist und er das wirklich will und er motiviert und er glaubt an mich und er hat mich ja regelrecht dazu getragen, hey, jetzt machen wir das Ding endlich. Ich habe gefunden, okay, komm, ist gut. Okay, wenn du bewusst bist, was dich erwarten kann. Ich habe dann ihn auch aufgeklärt von den Risiken nach meiner Recherche. Das waren etwa 9 Monate. Ich habe ihm erzählt, was alles passieren kann. Und ja, er war down. Wir haben es durchgezogen und ich hatte verdammt Schiss. Wenn du jetzt retour denkst und am Vasco dort mal könntest du sagen, hey, nimm dir nochmal die 9 Monate Zeit oder hey, getrau dich einfach, mach es einfach. Was würdest du ihm sagen? Okay, super. Guter Punkt. Nicht, dass man mich falsch versteht. Geht nicht meinen Weg. Damals war alles noch mal ein bisschen anders. Es ist auch Tattoo-Kunst war noch nicht so präzise wie jetzt. Heute ist die Erwartungshaltung viel höher. Damals, wow, ist richtig geschrieben. Geil, Spaß. Krass. Oder? Mittlerweile ist die Erwartungshaltung ganz anders. Man wird so belagert mit Tattoo-Informationen. Man sieht nur das Beste vom Besten und man hat das Gefühl, es ist selbstverständlich. Und das ist es ganz einfach nicht. Wenn du dort draussen tätowieren willst werden oder Künstler, ja gut, Tätowieren ist ein bisschen heikler als Kunst generell, dann würde ich dir empfehlen, such dir jemand Professionelles, wo dir kann sagen, auf was du achten musst. Einerseits aus Sicherheitsgründen, aber auch aus Gründen von Effizienz. Weil du musst nicht durch alle 7000 Fehler gehen, die ich damals bin. Du kannst auch den Highway nehmen, bezüglich die Left Lane, zum Überholen und vom Know-how von anderen zu profitieren. Das macht uns Menschen aus. Wir haben immer von der vorherigen Generation können lernen und wir müssen nicht in jeden Seich reinlaufen. Darum geht lieber zu jemandem Gutes. Magst du da gerade mal ich bezeichne es jetzt mal, du hast ja nicht den Highway genommen, magst du uns mal die Landstraße erklären, wie es bei dir ausgesehen hat? Du hast jetzt das erste Tattoo gestochen. Wie ist es nachher losgegangen? Oder sehr wahrscheinlich, du denkst sicher, gerade eine Woche später hat er das alles gehabt. Ich glaube nicht, dass das so war. Ich bin gespannt, wie ist es nachher losgegangen? Hast du dich da beworben in einem Tattoo-Studio oder hast du daheim im Keller selber geschafft? Wie ist es nachher dazu gekommen? Wie sind die einzelnen Stegentritte gewesen? Ich versuche mich kurz zu fassen. Ist gut. Es wird aber gleich ein bisschen lang gehen. Aber ich erzähle. Es ist schon eine lustige Story. Ja. Das ist im 2012 passiert, mein erstes Tattoo. Und ich habe gefunden, na ja, nicht schlecht, aber ja, als Job, ich weiß nicht, ob das meins ist. Okay. Ja, und dann ist dann noch der zweite Kollege, der Kollege vom Kollegen gekommen, der natürlich auch etwas wollte. Ist natürlich saumässig günstig gewesen, oder? Nur, was habe ich verlangt? Einfach meine Materialkosten. Ja. Also eigentlich war es gratis, mehr oder weniger. Und dann habe ich auch noch mal ein Tattoo gemacht und das ist mit der Einstellung ist noch schwierig. Das Zeichnen war ja nicht schwierig für mich, das habe ich können, aber das Technische, das in die Haut bringen, in die richtige Ebene und wissen, was machen, dass es gut verheilt und so weiter, das war nicht so einfach gewesen. Und die Haltbarkeit von diesen Sachen, von diesen 1000 Utensilien, die ich mir zutun musste, die ist nach sofort dann abgelaufen. Man konnte es nur in höheren Mengen bestellen. Dann ist es ein bisschen in den Sand verflogen. Ich habe dann aber immer gezeichnet. Ich habe es nicht einfach gemacht, weil ich es noch gerne habe, sondern weil ich es brauche. Das habe ich immer, mein Leben lang. Der Vasco ist ein Zeichner. Ja. Nein, er sieht zwar nicht so aus, aber... aber ja, und dann irgendwann hatte ich mal so einen Schicksalsschlag im Leben. Ich habe einen Herzinfarkt dürfen leben, ich sage es bewusst so. Im 16. einen Herzinfarkt dürfen leben und ich habe es überlebt, zum guten Glück. Und dann ist so der Moment, wo ich so ein bisschen auf mein Leben geblickt habe. Wie im Film, ich weiss. Aber es ist wirklich so, weil in dem Moment wirst du rausgehauen aus deinem Hamsterrad. Bumm, und dann bist du weg. Und dann denkst du, okay, wie habe ich mein Leben bis jetzt gelebt? Okay, die letzten 8 Jahre, ja, da habe ich immer so das Gleiche gemacht, aus Gewohnheit.
ja, und ein bisschen einen Schritt rauswagen, oh nein, lieber nicht. Man bekommt nicht den Golden Nugget so im Leben, habe ich gemerkt. Und dann gefunden, ja, was bin ich eigentlich für einen Mehrwert für die Leute auf dieser Welt? Wenn ich einfach nur noch zirkuliere, das machen die meisten, ist auch okay, es können ja nicht alle irgendwie etwas mega Spezielles machen, es braucht halt auch, es gibt halt auch die Aufgaben, wo wir mega dankbar sind und Respekt davor haben, dass die gemacht werden. Bei mir war es dann, ja, was will ich mit dem Rest von meinem Leben? Und dann ist mir klar geworden, hey, ich bin so kurz impulsivmäßig am Leben. Oh, da ist etwas Nice, mache ich. Ah, da, ja, und da. Also berufsmäßig bin ich immer auf der gleichen Ebene gewesen, aber was ich aus meinem Leben wollte machen, ist immer so kurz impulsiv gewesen. Von daher, nein, eigentlich muss ich mir ein Ziel setzen, langfristig, und nicht mal links, mal rechts, wie sonst. Ja. Du kommst einfach nicht so weit. Und du hast ein bisschen von allem, aber nichts Richtiges gefunden. Okay, schau, du musst dir ein Ziel fassen, etwas, wo mir Spass macht, wo den Leuten helfen kannst. Das ist mega blöd, so tattoo-mässig, Leuten helfen. Und ich finde, mit Kunst kann man die Welt verschönern. Und das nicht mal nur im optischen Sinn. Man hat es mit Leuten zu tun, es geht um Emotionen. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das Wertvollste, was wir haben, wir Menschen, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere an was wir glauben, ob es jetzt im religiösen Sinn ist oder ob eine gewisse Werthaltung ist, das ist das, was uns ausmacht. Auch Archäologen, wenn sie etwas suchen, dann ist es sind nicht sachliche Sachen, es sind oft Vasen, wo darauf abgebildet ist, an was sie die geglaubt haben, für was sie gelebt haben, warum dass sie so grosse Gebilde errichtet haben, was ihnen die Energie gegeben hat, um so etwas über mehrere Generationen zu bauen. Und darum bin ich der Meinung, Kunst ist wichtig. Kunst ist vermutlich in meinen Augen das Wichtigste, was wir haben. Für mich ist es auf jeden Fall, und für all die dort draussen, auch wenn es so 5% sind, wenn ich ihnen mit der Kunst helfen kann, dann ist es etwas, wo ich gerne dafür stirb. Ich finde, du gibst gerade, er gibt dir und mir gerade eine richtig krasse, wichtige Botschaft über. Ich probiere es jetzt mal zu übersetzen. Ich merke einmal selber, wenn ich im Tattoo-Studio bin, da beim Vasco, er ist so die Aura, die da drin wirkt, du merkst, du bist in seinem Olymp da. Das ist seine Welt und er probiert dir die Welt zu zeigen. Und ich hatte im Zeichnen nur einen Vierer. Ich verstehe es nicht, warum. Ich finde, ich kann gut zeichnen. Ich hatte nur einen Vierer in der Schule. Und das ist der Lehrer schon. Nein, wahrscheinlich ist es wirklich ich. Hätte eine gute Brille gebraucht, um das zu sehen. Auf alle Fälle. Es ist wirklich faszinierend. Wenn du da reinkommst, wenn du den Vasco kennst und mit ihm redest, du merkst, er macht seine Leiden. Er macht das nicht, weil er muss, er will das. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn jeder Mensch von uns das macht, was er will, und seinen Weg dazu findet, wie er das machen kann, dann wird unsere Welt so viel schöner, weil jeder hat Freude, jeder ist nicht in seinem Hamsterrad drin, weil jeder macht, was er gerne macht. Und für das musst du einfach daran glauben und es machen. Wenn ich es von Vasco rausgehört habe, ich finde es mega, mega schlimm, dass es einen Herzinfarkt gebraucht hat, um das zu realisieren. Wenn ich aber im bekannten Umfeld herumhöre, ist es etwa dir so, ich höre von Leuten, dann haben sie einen Schlaganfall gehabt und erst nachher realisieren, hey, ich will eigentlich mal noch reisen. Und dann macht man es erst. Warum, und da kommt ich jetzt gerade zu der nächsten Frage, Vasco, warum denkst du, wenn wirklich die Leute, ich sage nicht auf die Fresse fallen, ich sage volle Pulle auf die Fresse fallen, dass sie mal aufwachen und sagen, hey, mach das, was dir gefällt, du lebst nur einmal. Warum denkst du, machen die Leute das nicht von Anfang an? Ich hole immer so aus, aber ich bin mal in der Fliegerei gewesen. Und das Fliegen ist für mich eine brutale Faszination. Ich war Flugbegleiter für die sich fragen, was hat er gemacht. Und was habe ich? Das war eine weitere Faszination und Begeisterung. Du bist auf dem Flieger, so bei 10'000 Meter Höhe, schaust runter und denkst, eigentlich ist es so simpel, was sich dort unten abspielt. Und ich sehe jemanden im Auto und sagt, das ist so klein. Der ist ganz schnell unterwegs und hat einen hohen Stress. Und von oben her
siehst, er hat seine wichtige Aufgabe, der muss jetzt Windeln posten. Ja. Das ist jetzt extrem wichtig für ihn und das ist sein das ist sein Kurzimpuls, das, was ich vorher gesagt habe. Das ist der, und von oben siehst du alles so weit und du denkst so ein bisschen, okay, auf die Welt kommen, sterben und das ist der Weg dazwischen. Was macht man daraus? Und dort hast du so voll den Überblick und denkst, hey, nein, das ist jetzt aktuell für ihn gerade das Wichtigste. Er geht die Windel posten, weil das Kind die schreit und so. Ist ja wichtig, gell? Als Kind schreit, muss man schon schauen. Aber in dem Moment sieht er nur das und das ist unsere Kurzweitsicht. Ob es das Wort gibt, weiß ich nicht. Ich weiss, was du meinst. Ich weiss, was du meinst. Und impulsartig, ich muss das erledigen, das erledigen, das erledigen. Das ist eben das, was ich gesagt habe. Und das gehört zum Leben auch dazu. Manchmal kommen dringende Sachen, aber wir dürfen unsere wichtigen nicht vergessen. Weil oft sind es dringende Sachen, wo wichtige To-Dos, also ich sage mal dringende To-Dos, die uns von anderen aufgesetzt werden, führen uns aber nicht zu der Vision, die wir haben. Werden uns niemals dazu leiden. Das heisst, wenn wir eine Vision haben, etwas, wo das Herz brennt, dann müssen wir, oft sind wir nicht so egoistisch im Leben und wir wollen den anderen helfen. Aber wie wollen wir den anderen helfen, wenn uns selber nicht geholfen ist, wenn wir selber nicht aufblühen können? Wir sind doch das Maximale, wenn wir dem, was da drin uns sagt, hey, du musst in diese Richtung mindestens 80% gewähren. Dann sind wir auch viel bessere Helfer. Und oft wird der Egoismus verwechselt, weil egoistisch ist nicht auf sich selber schauen. Du kannst nicht pures und Wertvolles weitergeben, wenn du selber dir nicht wertvoll bist. Das funktioniert wie gar nicht. Und ich glaube, das Missverständnis mit dem muss aufgeräumt werden, dass man besser versteht, wie man dort zu einem besseren Ort machen können. Sehr schön gesagt, Vasco, wirklich. Ich bin selber immer noch ein bisschen baff, jetzt in deiner Aussage gehabt, dass du einen Herzinfarkt eben hast. Magst du noch ein bisschen nachhaken? Ich sehe, die Zeit ist mega am Rennen, aber ich muss sagen, heute habe ich es im Griff mit der Frage. Ich habe schon viele Antworten bekommen. Was ist nachher abgelaufen? Nach dem Herzinfarkt bist du nachher von der Landstraße auf den Highway und hast gesagt, ey, yo, jetzt muss ich eben, hey, jetzt mache ich das, was ich machen will. Und ich setze alles dran, dass ich nachher eben die Leute mitziehen kann. Mitziehen im Sinne von, ich kann meiner Familie so Geld bieten, ich kann anderen Leuten etwas für immer bieten. Was ist nachher passiert? Wie ist nachher weiter? Wie bist du nachher am Schluss da drin gelandet? Wie? Also, es haben ganz viele wichtige Leute mir dabei geholfen. Und ich habe die Zeit nicht, um das alles zum Ausdruck zu bringen, aber ich versuche es kurz und rein schematisch zu erklären. Ich habe dann gefunden, komm, ich mache Kunst, weil das Tätowieren, das ist so schwierig zu erlernen. Das ist so ein unendlicher Weg. Ich habe gefunden, hey, Kunst, ich will Bilder malen, ich will den Leuten zeigen, wie wichtig das Leben ist. Das ist so meine Erkenntnis Nummer 1 sein. Hey, ich bin da! Ich bin da und ich darf da sein. Und das ist so schön. Und viele beklagen sich über das Dasein. Dabei, man verliert es aus dem Fokus, wie cool das ist. Man hat unendliche Möglichkeiten. Viele lassen sich einfach auf die Dringlichkeiten, und das musst du noch erledigen, da. Und dann entsteht die Hektik. Und ich hatte dann so wie die Vogelperspektive und dachte, jetzt haust du rein. Ich bin dankbar fürs Leben, ich nehme das Positive mit, ich ziehe es so richtig aus der Erde raus, Vollgas, Kunst. Jeder würde sagen, Alter, willst du mit Kunst ins Leben verlieren? Jetzt im Mensch. Und ich habe dann gefunden, hell yeah! Ja, wenn man es gut anstellt, sicher. Und ich liebe es. Und selbst wenn es nur für Brot und Wasser lang ist mir egal. Es macht mir Freude. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch da sein darf. Und ich habe ganz viele Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Ich habe ganz viele Malsachen. Zuerst, okay, ich fange mal so an. Ich habe ein weites Sprungbrett gebraucht. Die Firma, die ich gearbeitet habe, in dieser Airline, die ist leider pleite gegangen. Was mega schade war, es war eine mega tolle Firma. Ich durfte dort so viel lernen, so viel, was ich heute mit einbringen darf. Aber wir gehen wieder back to the time. Ja. Die Firma pleite gegangen und Vasco hat genug Aufträge für 3 Monate. Ich fand, okay, soll ich mich wieder irgendwo bewerben? Sicherheit, der Punkt, den du angesprochen hast, Nadler Sicherheit. Und ich habe mich für die Kunst entschieden. Ich habe ja noch für 3 Monate. Ja. Ich war so in dieser Gelassenheit, hey, easy. Selbst wenn ich nur Wasser und Brot esse, egal. Mach mal für 3 Monate. Und dann ist eine wichtige Person dazugekommen. Der Darko.
Der Darko ist einer, den ich kennengelernt aus der Jugendzeit. Mega ein cooler Dude mit so ausgeflippten Frisuren und so. Der war dann mein Tätowierer. Und er hat gemerkt, er hat mich auf Facebook gefolgt. Facebook ist damals das Ding. Und er hat gesehen, nein, man sagt, auf Facebook war er mein Freund. Er hat mir nicht gefolgt. Gefolgt ist auf Instagram. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, die Kunst ist so geil, warum machst du nicht Tätowierer? Ich so, ja, ich weiss, ein Tätowierer ist nicht so mies, weißt du, so tote Köpfe, weißt du, so dunkel, kalt, komm, sitz und er ist nicht so mies. Ich komme aus der Flügelszene. Was darf es für Sie zu trinken sein, ein schön eleganter Service, man gibt sich mega Mühe und so. Heisst nicht, dass er sich eine Mühe gegeben hat, nicht falsch verstehen. Er war in einem anderen Lifestyle. Und er hat gesagt, weißt du was, kommst vorbei, ich zeige dir das. Habe ich dann gemacht, er hat mir mega viel zeigen. War mega aufschlussreich und ich habe gefunden, komm, ich kann es ja ausprobieren. Was ist schon dabei? Ich bin total offen. Mal schauen, was mir das Leben so ein bisschen zuwirft. Und ich habe es dann ausprobiert. Das erste Tattoo hat Spass gemacht. Es war witzig, er hat gesagt, hey, mach auf Facebook ein Announcement, such 5 Leute, wir machen sie gratis. Ich so, als würde sich da jemand melden, weißt du, so gratis. Ja. Hey, irgendwie 50 Leute am Warten, gell? Ja, easy, gratis. Habe ich gemacht und dabei habe ich gemerkt, macht mega Spass. Boah, mega cool, weil was mir beim Malen gefällt hat, du bist allein in einem Atelier den ganzen Tag und ich bin so emotional, positiv, ich brauche den Austausch, ich liebe Geschichten, ich liebe Menschen. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Menschen, Kunst, geil. Und die Leute sind mega happy. Weil, wie helfe ich den Menschen? Mit einem Tattoo mache ich einen Menschen nicht gesund. Vielleicht sogar das Gegenteil. Kontrovers. Aber Tätowieren ist sicherer, als man meint. Aber ich helfe den Menschen, indem sie es nicht irgendwo anders machen, wo sie nicht den Wert bekommen, den sie verdienen. Es ist Tod, es ist ein Bild, das für immer bleibt und es ist eine Geschichte, die man oft erzählt. Die so besonders ist, dass man es für immer mittragen will. Und ich will nicht, dass sie nicht die Chance bekommen, das soll nicht einbilden verstanden werden, nein, dass sie nicht jemanden bekommen, der den Wert versteht und den Wert auch geben kann. Nach dem Motto, ich gehe irgendwo vorbei, ja, komm her sitzen, ja, das Motiv, nein, schau, wir machen es so. Zack, fertig, tschüss. Hast du ein Problem, Leute an, nimmt niemand ab. Das hat niemand verdient dort draussen. Es gibt sicher die ein paar Kröten sparen wollen. Für das ist es okay. Aber für die etwas Richtiges wollen, das ist bei einem Tattoo. Ein Tattoo ist schon etwas Unvernünftiges. Oder eben vernünftig, wir wissen, Kunst, so, das, was ich gesagt habe. Vermutlich sogar das Vernünftigste, was du machen kannst. Aber wenn du es machst, mach es richtig. Das ist das, was ich als Herz legen kann, von jedem, der sich tätowieren lassen will. Das ist etwas Wunderschönes. Und aktuell gibt es Studios, die sehr stark reguliert sind, wo die Sicherheit wirklich die zentrale Rolle spielt, die sie verdient. Und auch für alle Eltern dort draussen, die sich denken, die Bedenken haben, weil sich das Kind möglicherweise tätowieren lässt, schickt es zu einem guten Studio. Und dann ist die Sache so safe, wie sie sein kann. Mir ist von dem, was du jetzt erzählt hast, wieder mega viel mehr Mehrwert für mich dabei gewesen. Danke viel mal, Vasco. Was mir eingebrennt hat wieder, dass ich jetzt das von dir höre, du selbstständig jetzt da dein Teil aufbauen hast, dein Baby. Wir haben es am Anfang vorher gerade gehört. Er hat wieder die Wahl gehabt, wie bei der Matrix, rote, blaue Pille, nehme ich Sicherheit, lasse mich anstellen, oder gehe ich einfach die 3 Monate. Für 3 Monate habe ich etwas. Oder nehme ich das? Was ist nachher das Ungewisse? Und er hat sich bewusst für das Ungewisse entschieden und zieht euch mal ein, was rausgekommen ist mit dieser Pille. Oh mein Gott! Hat mir einer gesagt, schau auf den KLUW-Account, geht zum letzten Video, schau das mal an. Wenn mir einer gesagt hat, vor 5 Monaten, Maui, du nimmst den Fall mit dem Vasco mal einen Podcast auf, in seinem Studio, mit dieser Qualität, die du jetzt hier hast, ich hätte ihn ausgelacht. Ich so, hey, yo, chill, es ist Donnerstag, wir müssen arbeiten, chill, wir können am Wochenende über so Zeug reden. Aber der Vasco hat mir heute wieder gezeigt, Leidenschaft, glaub an dich und mach's.
Und der Rest kommt dann von allein. Es gehören Struggles dazu. Aber der Rest kommt von allein. Und ich finde immer, und darum bin ich so dankbar, Asko, dass du da angekommen bist heute und das erzählt hast. Weißt, du hast es gemacht. Du bist nicht einer, der einfach redet, ja, wenn ich dann mal, mache ich mal so. Nein. Du hast es gemacht und abgeliefert und jetzt stehst du da und an dieser Stelle würde ich dir auch sagen, schau an, was du geschafft hast. Denk mal an 2012, wenn dir dein Kollege damals gesagt hat, Vasco, im 25 hast du da dein eigenes Studio mit dieser Bombenaussicht. Sehen ihr jetzt leider nicht, sorry, aber hat da eine riesige geile Wand, wo einfach Fenster raus siehst. Bist stolz auf das, was du jetzt gemacht hast, Vasco, und ich wünsche dir wirklich nur das Beste und Wachstum pur. Mach weiter so. Es ist wirklich eine mega Ehre, dass ich meine Haut hier anheben bei dir. Ich schätze das wirklich mega sehr. Und ich schaue auf die Zeit, die ist wieder gerannt. Ich möchte aber unbedingt gleich dir die letzten Worte geben. Was möchtest du den Leuten hier aus? Was willst du ihm noch sagen? Was soll er machen? Also zuerst mal Kompliment an dir. Also danke fürs Vertrauen, für das Tattoo. Und das ist genau das, wieder, was wir gesagt haben. Es geht um Geschichten, es geht um die Vergangenheit, aber auch die Zukunft, Träume, wo man her möchte und so weiter. Und Kompliment auch für das, dass du am Aufbau bist, du folgst deinen Träumen. Und yes. Ich finde, genau um das geht es. Wir haben eine Chance, wir werden einmal geboren, je nachdem, was man glaubt. Aber wir haben jetzt diese Chance, das ist unumstritten. Wir sind da und das ist schon speziell. Und schätzt das und beklagt euch nicht über alltägliche Sachen, weil wir sind da. Der eine ist ein bisschen gesünder als der andere, aber wir haben die Chance und wir haben Träume. Und wenn du keinen Traum hast, dann geh mal auf Abstand von all dem, was dir wehtut und los mal auf dich, auf dein Herz, was es dir sagt und was du gerne machen im Leben und folg dem. Bist genug selbstbewusst. Es geht nicht um, ich bin genug gut, dass ich das machen kann. Es geht darum, ich bin genug dankbar für das, was ich bekommen habe. Einfach so geschenkt, ohne dass ich für das zahlen muss. Und hol raus. Geh wertvoll mit dem Leben um. Das ist meine Message. Und es geht um Geschichten in diesem Leben. Und Sicherheit ist eine imaginäre Sicherheit. Wenn ich angestellt bin, ich kann innerhalb von 3 Monaten gekündigt werden. Und viele sagen, hey, du hast deine 3 Monate ausprobiert. Ich probiere es immer noch. Und ich werde es mein ganzes Leben probieren. Das ganze Leben ist nur ein Tryout. Und bist dir bewusst, dass du jeden Tag dich umentscheiden kannst und von dem Hamsterrad weg. Das Danke. ist die Message. Viel mal, Vasco. Hey, schreib unten in den Kommentar rein, was ist dir am meisten eingebrannt. Schreib unten rein, wenn du den Vasco nochmal siehst. Ich spam ihn voll. Ich schaue, dass es einen Part 2 gibt, wenn du das willst. Danke, bist du bis zum Schluss da gewesen. Checkt unten in der Bio sein Olymp ab, den er hier hat. Checkt den unten ab, verlinke ich euch alles. Und dann sehen wir uns nächste Woche am Sonntag wieder. Haut rein und Peace. Vasco. Danke vielmals. Danke vielmals. Merci. Ist mir gewesen. Tschüssi.